30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Folge der 4. Staffel und damit zur zweiten von 4 Folgen in Gruppe A. In der ersten Tageshälfte konnten erst 4 Angler den komplizierten Bedingungen trotzen und überhaupt Wertungsfische fangen. Der Belgier Toon van Ham für Westin hatte einen bärenstarken Vormittag, liegt mit 4 Hechten und 325 Punkten komfortabel auf Platz 1. Jan Pusch mit 2 Zandern, Veit Wilde mit einem Barsch sowie Henrik Haag mit einem Zander folgen momentan auf Rang 2, 3 und 4. Für Herbert Ziereis und Jasmin Spingel-Petersen gab es bislang noch keinen Fisch. Veit ist trotz eines ordentlichen Barsches nicht wirklich zufrieden mit dem Verlauf des Tages und würde sich verständlicherweise mehr Wasser und weniger Landtiere in seiner näheren Umgebung wünschen. Ihr seht, die Kühe kommen zu mir, die Fische leider nicht. Ja, das Game muss ich ja nicht nachts machen. Der letzte Fisch kam ja vor ein paar Minuten. Sehr geil. Jetzt der nächste Zander. Ich glaube tatsächlich auch ein bisschen größer als der vorherige. Da gucken wir gleich mal. Wieder voll das Biest. Die sind richtig zornig hier heute. 54. Ja, schöner 54er Zander. Wieder auf den Neuke Tiny Kaishin. In 9 Gramm, gleiche Kombo wie eben. Scheint zu laufen. Fische werden größer. Ich hoffe, der nächste auch. Yes, geil. Jetzt läuft's für Henrik. Mit diesem schönen 54er kann er nachlegen und sammelt weitere 70,2 Punkte, wodurch er mit 136,5 Punkten an Veit und Jan vorbeizieht. Kann einer von beiden kontern? Und was machen eigentlich Jasmin und Herbert? Ja, was soll ich da sagen? Petri, Hendrik. Überall läuft's, aber von Herbert habe ich auch noch nichts gehört. Was macht der denn eigentlich? Also, ich glaube, dem geht's wie mir. Er fängt einfach nichts. Das ist total scheiße eigentlich, aber ach, meine Laune ist gerade trotzdem noch relativ gut eigentlich. Ich habe die Hoffnung, dass gleich da drüben an dem Punkt was kommt. Oder da im Schatten, aber mal gucken. Also, ich will jetzt ein Resümee abgeben, wie es jetzt ausschaut. Ich bin natürlich mit meiner Leistung überhaupt nicht zufrieden, weil überhaupt noch nichts klappt, was ich mir so vornehme. Aber beim Ton haut er natürlich super hin. Der hat wahrscheinlich einen guten Hechtplatz gehabt, wahrscheinlich ein Polder oder so, vermute ich einmal. Der Veit wollte unbedingt den Barsch weg haben, dass er sich dann auf Zander konzentrieren kann. Ja, mei, nach einem halben Tag ist noch alles offen. Bei einem klappt die erste Zeit, beim anderen klappt vielleicht die nächste Zeit. Schauen wir mal, was rauskommt dabei. Ja, ich habe gerade Biss bekommen. Diesmal habe ich einfach nur in den Fluss reingeworfen, kurz absinken lassen, angekurbelt, boom, ein Schlag, aber hing leider nicht. War ein bisschen tatsächlich überrascht, dass es auf einmal so nach der zweiten, dritten Kurbel im Dreck kam. Hätte mich auf so ein Blässhuhn hier vorne konzentriert, dass es nicht in meine Schnur reinschwimmt. Naja. Aber die Fische haben hier Bock. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das
Dann geht der Plan schon mal für den ersten Tag höchstwahrscheinlich auf. Schaut her, was ich gerade gefangen habe. Wenn man schon keinen Fisch nicht fängt, dann fängt man andere Köder von anderen Anglern. Mensch, ist der reingeballert, Leute! Das gibt's doch nicht, du! Und Zander! Kein riesiger, aber egal. Vielleicht hat er Maß. Und ja, vorbei! Zack, das ist Nummer 3. So, okay. Und ja, der könnte gerade so eben Maß haben. Mal gespannt. Nehmen wir uns den Haken raus. Oh, herrlich, Leute, ich bin so aufgeregt. So was Gutes. Müsste auch so gehen. Sonst habe ich natürlich eine Zange da, aber das geht auch so. Geschwungen, schnell. Zack, 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 zack. So. Und hat 46,5. So, schnell wieder zurück. Zack. Oh, herrlich, er schwimmt weg. Das ist herrlich. Das ist Angeln hier in Holland beim YPC 2021. Mein 3. Zander und ich bin happy. Danke fürs Daumen drücken. Es geht weiter. Ich gebe Gas. Heute wird rasiert. Nur wenige Minuten nach Henriks Fisch kann Jan einen 47er Zander auf die Scale legen und überholt Henrik damit wieder. So langsam scheint Fahrt in den ersten Turniertag zu kommen. Ton wechselt derweil den Spot. Das ist mehr als nachvollziehbar, denn er hat bereits 4 Hechte und braucht Barsch und Zander für die Full Card. We are on our way to my Zander spot, and I just got a notification that Jan Pusch caught Zander. So well done, Jan. He has 3 Zanders now, so good job, good job. We are going to try and catch Zanders as well. Hopefully pretty big ones, but it's always guessing. It's fishing and you can know for sure what's going to bite. We caught big and small Zander on the same place, so we'll see what it gives. It's a 15 minutes drive and then we'll arrive at the spots. And we'll fish 2 hours and then we'll change spots. Ah, irgendwas war da. Oder es war ein Stein. Ah, kann ich schlecht sagen. Oh. Vielleicht hat was geschnuppert an meinem Köder. An den Spro Popeye in Perch Design. Mega geiler Köder. Und der hat mich heute völlig überzeugt schon. Ich habe ein paar Sachen probiert, habt ihr ja gesehen. Aber bis jetzt war der wirklich absolut der Klassiker. Und ich habe da richtig Vertrauen zu jetzt. Ja Leute, ich bin wieder an dem Spot hier. Der hat ja den 3. Zander gebracht. Und warum ist der so gut? Und zwar sind hier vorne so eine Poller, wie ihr seht. Und hier liegt auch immer ein Schiff an. Und dadurch haben wir eine gewisse Ausspülung, also ein kleines Loch, was hier runter geht. Und deshalb ist es so interessant für die Zander. Und mal sehen, ob da ein Zander konnte ich erwischen hier. Ich werde gleich mal switchen auf den ASB von Spro und Jigspinner und so ein bisschen auf Barsch versuchen, weil die halten sich auch immer gerne an den Pollern auf. Na? Die Welt ist klein. Die Welt ist klein, genau. Grüßt euch, hi. Hi, grüß dich. Und? Hat das auch schon was hier? Jan, erzähl, hast du hier schon was? Ich soll was erzählen? Ja. Ich bin ehrlich, ja, ich habe was gehabt. Ja? Ein Zander. Hier an der Buhne jetzt? Ein Zander. Schön, okay. Super. Hast du hier auf der Seite schon geangelt? Ja. Ja? Und nix? Nix. Ja, probieren wir trotzdem kurz. Das ist so in Ordnung, wenn ich da vorne stehe. Da ist doch genug Abstand. Ja Leute, und wisst ihr, wer da ist? Der Veit. Ich habe gerade den Veit getroffen. Und zwar angelt der jetzt vorne an der Buhne, ist bei uns vorbeigegangen, hat nett gegrüßt und auch gefragt und so, alles in Ordnung. Er hat einen Barsch bis jetzt gefangen. Bei ihm lief es nicht so. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich hier auch einen Zander hatte, meinen 3. Zander. Das kann man ja auch machen. Und jetzt ist er da vorne da. Aber könnt man sehen, der Spot scheint bekannt zu sein. Hier, wenn sogar Veit hier ankommt. Ah, also ich habe immer noch ein gutes Gefühl. Ein paar Würfe mache ich noch.
dann machen wir wieder einen Spotwechsel, es geht zum nächsten Spot und dann geht's weiter. Gute Stellen sind bekannt. Also ich mag ja Jan schon auch sehr. Wir kennen uns ja schon lange, haben auch Angler-Talk ein paar Mal zusammen gemacht. Und ja, ist natürlich immer so ein bisschen, wenn jetzt hier jemand schon den Spot abgefischt hat und Jan hat ja heute schon mehr Punkte geholt als ich, muss man ja auch mal dazu sagen. Ist nicht so vorteilhaft, aber ich probiere es halt hier einfach mal kurz, weil das hier ein sehr guter Hechtplatz ist, die Buhne. Und ja, vielleicht hat er mir ja einen übrig gelassen. So Leute, letzter Wurf gerade gewesen. Wir machen wieder einen Spotwechsel zum nächsten Spot. Der Veit kann jetzt die verbrauchte Stelle hier weiter angeln. Und ich mache mich auf den Weg. Bevor er wieder da kommt, ne, müssen wir die Ersten sein. Zeit ist Fisch, sage ich immer. So this is my second spot. This is a river, so we'll be fishing for a zander and maybe a perch, but I don't think so. On a river where I had loads of action. We will be jigging with small soft baits for angry zanders. Most of the zanders are pretty small and the first bite is already missed. But that's a good sign because the water is not so clear. I like that in zander fishing. So I'm fishing with a green color. All the ships, that's one. They make the water a little bit murky. So the dust is moving when the ship is passing by. And zander likes that. That's the moment they like to strike. So, und jetzt auch schon wieder im Auto, auf dem Weg zum nächsten Spot. Der letzte war ja doch recht ergiebig, 2 Zander. Und bin ich echt zufrieden mit. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich sagen. Weil ich dort ja, eigentlich auch noch einen Hecht erwartet habe, weil im Training dann Hecht gefangen hatte. Jetzt müssen wir einmal mit der Fähre über den Fluss rüber, weil wir jetzt eigentlich sind alle Spots auf der anderen Uferseite. Deswegen ja, jetzt einmal kurz übersetzen. Das ist ja hier in Holland super entspannt. Dauert ein paar Minuten und spart wirklich unglaublich Zeit. Weil wie gesagt, wenn wir jetzt mit dem Auto normal fahren würden, würden wir locker 25 Minuten mehr Weg haben. Deswegen Zeit ist wichtig. Deswegen nehmen wir jetzt schnell die Fähre. Wir sind jetzt am 3. Spot und jetzt habe ich meinen Barschplan aufgegeben und versuche jetzt da ja, 1 oder 2 Zander zu fangen. Und ja, weil morgen dann 3 verschiedene Fischarten zu fangen ist vielleicht dann doch sehr schwierig. Ich muss jetzt schaffen, dass ich 1 oder 2 Zander da fange. Ich habe noch 2 Stunden, wir sind jetzt wieder lange im Auto drin geguckt, aber wir werden jetzt da jede Buhne, was da kommt, abklappern. Ich gebe auch nicht jeder Buhne lang Zeit, nur so 10 Würfe und normalerweise, wenn der Fisch da steht, dann muss der beißen. Nachdem ich ungefähr so 5 Stunden da an den Rhein investiert habe, mit sehr, sehr überschaubarem Erfolg, haben wir jetzt einen Platzwechsel vorgenommen. Ich werde jetzt hier gezielt an so einem Kanal auf Barsche angeln. Hatte hier im Training auch einen 40 Plus Barsch sogar gefangen. Auch bei solchen Bedingungen, also mittags bei Sonnenschein. Vielleicht lässt sich das ja wiederholen. Ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, dadurch, dass der Barsch ja der einzige Fisch ist, den ich bis jetzt in die Wertung gebracht habe, werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht so super viel Zeit investieren, weil klar, die Chance jetzt hier noch einen größeren zu fangen, Barsch bringt ja durch die doppelte Wertung viele Punkte, ist natürlich gegeben. Aber wichtiger wäre es eigentlich noch irgendeine andere Fischart zu kriegen. Trotzdem versuche ich es natürlich. Ist auch ein schöner Platz hier, finde ich. Ganz interessant von der Struktur her. Und vielleicht, wenn jetzt hier ein dicker Barsch rauskommt, wäre natürlich der Hammer. Dann sind das jedenfalls viele Punkte für mich.
Ja, ein Hecht. Ein Hecht. Oh, endlich. Nein, 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 nein. Oh! Alter, endlich! Ich wusste es, ich wusste, da kommt einer. Ich wusste es. Kein großer. Haken ist auch schon raus, aber man hat gesehen, der hing im Maul. Oh. Ich bin gerade einfach so fucking erleichtert. Den nehme ich jetzt mit. Abhackmatte mache ich nass und dann geht schnell weiter, weil ich glaube, da kommt noch mindestens einer mehr. Hammer, Hammer, mega geil. Ich weiß, dass sie da sind. Jetzt wollen wir mal gucken, wie lang der ist. Liegt vorne an. Hinten auch, ist knapp über die Hälfte. So, da wir hier in den Niederlanden sind, gehen die Fische natürlich wieder zurück. Und du darfst wieder dahin, wo du hin willst. Ja, komm schon. Schon weg, Dicker. Und weg ist er. Geile Sache, hat geklappt. Jetzt wird weitergemacht. Ich bin mir sicher, da kommt noch mindestens einer mehr. Ich weiß, dass hier einige sind. Oh. Man kann die Erleichterung spüren. Mit diesem tollen 71er Hecht aus einem verkrauteten kleinen See sammelt Jasmin ihre ersten Punkte und reiht sich mit fast gleicher Punktzahl kurz vor Veit in der Tabelle ein. Die Kontrahenten nehmen diesen Fang natürlich zur Kenntnis. Ja, Meldung kam herein, Jasmin, 71er Hecht, sehr schön. Ton natürlich auch einige gute Hechte gefangen. Das ist genau das, was mir fehlt. Kann er gerne einen von abgeben, nämlich den mit Kusshand. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass ich jetzt auch noch mal gleich meinen Fischtier kriege. Ich weiß, die Spots sind gut. Einfach weiter angeln, einfach werfen, werfen, werfen. Der kommt schon. Jasmine just caught a nice pike of 71 centimeters. Well done. Nice one. I was hoping it was not a zander. Then that would have been crazy, but that's a nice pike. That's a nice size. Now let's try and catch a zander. We're talking too much. Warum ich hier in kurzen Hosen sitze und euch jetzt von einem Adventskalender erzähle, ich gebe es zu, es ist ein bisschen absurd, aber ich wollte keine Zeit verstreichen lassen, dem YouTube Predator Cup Publikum vom besten Deal des Jahres zu erzählen. Ihr findet in diesem Kalender 24 exklusive Produkte von 11 Top-Marken. Exklusiv bedeutet, hier sind keine Restbestände aus irgendwelchen Lagern zu finden, sondern eigens produzierte Produkte nur für diesen Kalender. Exklusive Farben, exklusive Zusammenstellung, also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Darüber hinaus gibt es wieder 24 Möglichkeiten für einen Hauptgewinn. Wir haben nämlich wieder an jedem Tag ein goldenes Ticket versteckt. Ihr könnt zum Beispiel einen Angeltag mit Dustin Schöne gewinnen, ein Guiding mit Enrico Di Ventura oder einen Topwater-Kurs mit Mark Ptaszowski, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und wer mit Exklusivität, Top-Marken und goldenen Tickets nichts anfangen kann, für den haben wir jetzt noch ein letztes schlagkräftiges Argument, nämlich den unglaublichen Preisvorteil. Wir haben hier einen Warenwert von ungefähr 175 € im Kalender verpackt und kaufen könnt ihr den Kalender für 99,95 € plus Versand. Der Kalender ist bereits seit einer Weile vorbestellbar. Es haben auch schon sehr, sehr viele diesen Kalender vorbestellt. Daher, wer einen möchte, guckt bitte unten in die Videobeschreibung, klickt auf den Link, kann seinen vorbestellen und supportet damit natürlich auch wieder den YouTube Predator Cup. Der neue LMAB Rod Guard ist ein super einfaches, aber außerordentlich effektives Tool, um deine Routen sicher, schnell und ordentlich zu verstauen. Darüber hinaus schützt er deinen Routenblank und deine Schnur vor Beschädigungen, die bis zum Routenbruch oder Abriss führen können. Erhältlich in vielen verschiedenen Ausführungen kannst du sowohl deine einteiligen als auch deine zweiteilig unmontierten Routen in den langen oder kurzen Versionen als Casting und als Spinning super easy verstauen und schützt deinen Blank und deine Schnur. Viel Spaß damit und Petri Heil!
Ja, wie ihr gesehen habt, der Plan hat funktioniert. Ich bin froh, dass ich diesen Spot hier tatsächlich noch im Petto hatte. Ich bin mir sicher, dass da gleich noch einer kommen wird, hinten am Seerosenfeld. Der Plan ist es tatsächlich, hier plätschert es überall, gleich mit einem Topwater, mit einem Stickbait, noch einen Hecht da aus den Seerosen zu locken, um diese 20 extra Punkte zu bekommen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ansonsten wechsle ich wieder hier auf meinen Rackerchat am Shallow Rig, Mahi Mahi. Absolut geiler Köder, absolut geile Farbe. Wasser ist echt trüb hier, der macht richtig Druck. Das finden die anscheinend gerade total geil. Hat letztes Jahr auch funktioniert. Und ich mache so ein paar Würfe. Mal gucken. Ich spekuliere auf einen Topwater-Hecht. Fisch. Das ist ein guter Barsch. Wenn es ein Barsch ist, ich glaube schon. Ah, ein Hecht. Ach du Scheiße, ist das ein Hecht? Oh gut, okay. Scheiben raus. Yes, hängt. Glück gehabt. Also 50 sogar. Gut. Also naja, ich glaube, einen Hecht in der Größe habe ich noch nie gemessen. Und bei den warmen Temperaturen setzen wir den auch ganz schnell zurück. Ja, sind aber zumindest ein paar Punkte, auch wenn das jetzt hier nicht der Zielfisch gewesen ist. Also ja, wirklich ein sehr kleiner Fisch. Aber für mich ist ja erstmal wichtig, das Triple zu fangen. Und ja, jetzt fehlt nur noch ein maßiger Zander. Also insofern mal schauen, was da noch zu machen ist heute. Wer weiß, wofür dieser Hecht noch gut ist. Die Fische beißen schlecht. Veit hat bereits seine zweite Fischart abgehakt und kann jetzt auf seinen Lieblingsfisch, den Zander, angeln. In der Tabelle schiebt er sich wieder an Jasmin vorbei und liegt mit 120 Punkten nun wieder auf Platz 4. So, am 5. Spot angekommen. Haben jetzt beschlossen, tatsächlich den Zander jetzt gar nicht mehr zu machen. Vielleicht zwischendurch, wir fahren ja noch andere Spots, da kann er vielleicht kommen. Aber jetzt geht es an den Polder. Haben wir jetzt hier einen. Und ja, jetzt will ich unbedingt noch einen Hecht fangen, weil den brauche ich unbedingt. Der fehlt mir noch, damit ich mich dann morgen komplett auf die Barsche fokussieren kann und dann jetzt nicht mehr noch den Hecht im Hinterkopf haben muss. Ja, den Polder haben wir jetzt hier tatsächlich auch per Zufall gefunden beim Vorbeifahren. Der sah eigentlich ganz cool aus. Eine ganz leichte Strömung drin, weil wir da am Ende einen Wehr haben. Und sieht ganz interessant aus. Und vielleicht kriegen wir hier noch einen rausgezogen. So, wir hauen jetzt ab. Letzter Spot für heute. Entweder kommt ein Hecht oder es kommt halt keiner. Aber ich bin froh, weil den Hecht habe ich. Und das war für mich eigentlich kein Angstgegner bis heute Morgen. Aber wenn ich jetzt so die letzten 4-5 Stunden angucke, ist es schon ein Angstgegner. Zum Glück hatte der Kleine hier Erbarmen und jetzt geht es schnell weiter, damit man noch schnell 2,5 Stunden fischen kann. Ist warm, ne? Ja, wenn ich so viel Wolle hätte, wäre mir auch warm. Zum Glück habe ich die nur auf dem Kopf und nicht am ganzen Körper. Fisch.
Endlich mal ein Fisch, aber der wird zu klein sein. ,38. Zu klein? Zu klein. Leider zu klein. Wenn man so lange fischt, dann hat man sich so einen Fisch auf alle Fälle verdient. Let's see what they did. Got 2 messages. Pretty curious. Oh, it's just my football group. That's good. Letzter Spotwechsel steht jetzt an. Ja, nach wie vor ganz schlecht bisher. Ohne Wenn und Aber. Aber ein kleines bisschen hat das ja jetzt hier weitergeholfen. Auch wenn das wirklich ein Babyhecht gewesen ist. Aber auf jeden Fall eine zweite Art. Das ist erstmal ganz schön. Jetzt versuche ich es nochmal auf Zander. Nachdem das ja heute wirklich bisher ganz schlecht bei mir gewesen ist. Interessanterweise, Jan Pusch, der hat ja einige Zander gefangen. Es waren zwar auch keine Riesen, aber auf jeden Fall maßig. Und der hat ja, wir haben ihn ja vorhin getroffen, mutmaßlich auch im selben Revier geangelt wie ich. Und ja, insofern habe ich mich da offensichtlich einfach mal ziemlich schlecht angestellt. Also braucht man sich gar nichts vorzumachen. Eigentlich ist ja Zanderangeln meine Stärke, aber Jan hat das heute entschieden besser gemacht bisher. Ich werde jetzt ein bisschen fahren müssen, habe dann noch ungefähr 1 Stunde, um an der letzten Stelle zu fischen. Das ist sehr mutig, die ganze Geschichte, weil der Platz ist auch hart beangelt und kann passieren, dass da jetzt schon jemand sitzt. Dann habe ich natürlich richtig Pech gehabt, aber ich gehe das Risiko ein. Insofern schauen wir mal. Ja, ich hatte jetzt eben kleinere Köder die ganze Zeit gefischt, Spinnerbaits, den Wobbelstätten 7,5 Inch. Hat nichts gebracht, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich mal all in. 25 cm Swimbait, der Dream Express Triple Deluxe, 5 Unzen, 25 cm. Habe ich schon richtig geile Fische drauf gefangen. Hier vorne ist auch eben ein Fisch gesprungen, oder hat man gesehen, dass da einer war. Ich werde ihn erstmal hier lang ziehen. Vorteil ist halt, dass man den wirklich super langsam auf der Stelle stehen lassen kann. Ganz langsam, fast lässt stehen, machst eine Kurbelumdrehung, lässt ihn wieder stehen. Könnte vielleicht, wenn da irgendwo ein Hecht auf der anderen Seite irgendwo untersteht, was bringen, dass er dann rausschießt und sich den Swimbait packt. Welcome to the messy place. All right, we just need this one. Hopefully we will need it. My W6 and this one. That's it. They're searching me. They're coming for me. Other participants trying to steal the spots. No. Let's see. We have a long time to walk now. It's a pretty far distance. The river is at our right, and I think it's 20 minutes walking. And then we're on my favorite spot. Well, actually, then we have to walk a few, like 100 meters to the left, and then we'll be on the spot. Wie ihr sehen könnt, neuer Spot. Sieht ein bisschen aus wie eine Buhne, ist aber tatsächlich keine. Da drüben ist eine riesige Brücke und das ist die Verbindung zwischen 2 sehr großen Gewässern. Ich fange jetzt hier vorne auf der Buhnenspitze an. Wir haben hier vorne 20 Meter von uns weg ein 4,5 Meter tiefes Loch. Das ist die tiefste Struktur hier überhaupt. Und dann kommt im Anschluss direkt die Fahrrinne. Da werde ich jetzt abfischen.
Ich habe ja wie gesagt Kontakt gehabt, gehe jetzt erstmal auf eine mittlere Ködergröße, in der Hoffnung, dass vielleicht auch noch ein Barsch da drauf geht. Ich jerk jetzt einfach mal die Kante hier ein bisschen ab, den Flachwasserbereich, und werde dann zwischendurch auf jeden Fall auch mit der anderen Route nochmal Jigspin und sowas durchhauen, in der Hoffnung, dass vielleicht auch noch mal ein Barsch kommt. Ansonsten hoffe ich, dass er dann unter der Brücke kommt. Während Jasmin ihre Taktik am neuen Spot erklärt, hat Henrik wieder auf seinen Chatterbait gewechselt und drillt tatsächlich den ersehnten. Ah, Mann, das wäre der Hecht gewesen. Fuck. Weitermachen. Weitermachen. Ist gut. Jetzt haben wir Chance vertan, ne? Da war der Hecht, den ich brauchte. Aber wie ihr seht, ich kann immer noch lachen. Das zeigt, ich bin noch ganz guter Dinge, dass ich auf jeden Fall noch einen Fisch fange. Ich schätze, der Fisch hatte so um die 60 cm. Klar, hätte er mir 60 Punkte gegeben, was mich auf jeden Fall schon mal gut positioniert hätte für den zweiten Tag. Aber naja. Also der Salah sagt, hier sind auf jeden Fall Hechte. Und deshalb fische ich lieber mit dem Stahl und dann mit dem Stinger oben drauf. Ich fische ihn ja lieber unten, den Stinger, aber Salah meint, nee, mach mal oben, sonst habe ich zu viel Kraut drauf. Das heißt Popeye hier und dann kommt noch was rauf. Das ist eigentlich ganz geheim, Leute. Eigentlich darf ich euch das gar nicht zeigen. Kommt demnächst von Spro, Deutschland. Und wir Teamangler haben natürlich schon hier so ein bisschen was bekommen zum Testen. Das ist sensationell. Da habe ich ja vorhin den dritten Zander auch mit gehabt. Das heißt, diese Paste hier und der Achseffekt, Leute. Und das bringt mir gleich den Fisch. Ja. Da, jo, Fisch! Da ist er, dann Leute! Krank, ein geiler Fisch, ein geiler Biss. Zander, großer Zander. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, das ist natürlich immer scheiße. Oh, Leute. Leute, ich habe schon so viele Fische gefangen, aber ich bin immer wieder aufgeregt. Jawohl, da ist er! Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, der ist noch nicht draußen, der ist noch nicht draußen. Und was für ein Zander, Leute. Ist das geil. Das ist Endstand. Endstand ist das. Geil. Okay, der Popeye hat's gebracht. So, Zange raus. Ach, wir nehmen 62. Ich denke, das ist gut. 62,5, also 62. Ja, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Zack, und er schwimmt nach unten. Wie herrlich ist das denn? Das war ein schöner Fisch. Und ich bleibe natürlich an den Spot hier. Den Spot übrigens habe ich von Salah, mein Freund. Salah Elverwuschi. Und richtig geil. Also, ich bin happy. Bumm! Der nächste, zweiter Wurf, Leute. Und der nächste Fisch ist dran. Das gibt's doch gar nicht. Und voll genommen. Und ein kleinerer Zander, aber egal. Ich brauche den Kescher. Ups, lalalala. Wo ist mein schöner Kescher? Und wieder. Jawohl. Hat ihn auch voll drin gehabt. Ein kleinerer Fisch. Oh, das ist noch nass hier. Ja, das ist noch nass. Kann man noch machen. So. Ja. 43. Kann man noch nicht sehen? Oder? Ja, ne? Würde ich jetzt so sagen, oder? 43. Und dieser kleine Zander bringt mir wieder wertvolle Punkte. Gerade so eben Maß. So, zack, und weg ist er. Ja, sehr, sehr geil. Es läuft, Leute, es läuft. Danke fürs Daumen drücken. Und wer weiß, was noch kommt. Also derzeit habe ich echt einen Lauf. 2 auf einen Streich. Zwar hebt der zweite, kleinere Zander nur die Stimmung und nicht den Punktestand, doch mit dem 62er Zander kann er sein Scoreboard weiterfüllen und sich satte 80,6 Zähler gutschreiben lassen.
Jan steht nun bei 267 Punkten und rückt näher an den erstplatzierten Ton heran. Ob er vielleicht noch eine weitere Fischart zum Anbiss verleiten kann? Ein 29er Barsch würde bereits reichen, um Ton von Platz 1 zu verdrängen. Ja, Jan hat die Zander wo am Wickel. Hat gemeldet gerade einen schönen 60er Zander. Der bringt natürlich echt gut Punkte. Ja, Jan, ich würde mal sagen, Petri Heil, du hast dich scheinbar echt gut vorbereitet. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich gönne dir jeden Fisch. Schön, dass es bei dir so gut läuft. Echt geil. Ich freue mich. That's a nice one. That's a nice one from the shore. That's a big fish actually. So congrats, Jan. Du möchtest mit einem YPC-Angler an deiner Seite in einem Fan-Turnier fischen und mit etwas Glück ein unglaubliches Angelboot gewinnen? Hier erstmal der wahnsinnige Preis. Das Finnwal 510 Rangy SC lässt für Wettkampfangler und ambitionierte Hobbyangler keine Wünsche offen. Das über 5 Meter lange Aluminiumboot mit Konsolensteuerung, verlängertem Castingdeck, Cabrio-Verdeck sowie abschließbaren Routen und Staufächern überzeugt selbst bei Windstärke 5 noch mit herausragenden Fahreigenschaften. Der Mercury F60 Verbrennungsmotor bringt das Rangy selbst bei einer 4-Personen-Besetzung noch auf 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und auch die Elektronik kann sich wirklich sehen lassen. Ein Minn Kota Riptide Terrover 55 BT iPilot als Bugmotor manövrieren den Angler punktgenau zum Fisch. Zum Finden dieser Fische dient ein Humminbird Helix 10 Chirp Mega SI Plus. Komplettiert wird das Gesamtpaket mit einem pulverbeschichteten Pega Finnwal V-Liner mit 6 Metern Rahmenlänge und kommt damit auf einen sagenhaften Gesamtwert von 42.700 €. Zu Jahresbeginn werden 4 Fans mit der Unterstützung von jeweils einem YPC-Angler um diesen unglaublichen Zuschauerpreis im YPC-Fanturnier fischen. Wie du an einen der 4 Plätze kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. Jetzt werde ich den Spot hier voll abfächern. Das ist ja auch immer wichtig, wenn ihr an einem Spot seid, wirklich, und ihr habt schon Fischkontakt gehabt oder einen Fisch gefangen, dass ihr wirklich konsequent alles hier abwerft. Den Köder lasse ich erstmal dran. Also der hat den ganzen Tag echt gefangen und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich würde ihn jetzt nicht runternehmen wollen, weil man baut ja auch so Vertrauen auf zu so einem Köder. Und das ist ja ganz wichtig. Und dieser Perch, kann ich auch gleich sagen, auch im Training hat er echt richtig überzeugt. Also eigentlich müsste da auch ein Barsch drauf ballern, weil die Barsche sind ja Kannibalen. Hechte fressen Barsche auch gerne. Also das muss einfach funktionieren. Und das wäre natürlich jetzt schön. Jetzt habe ich ein paar Zander gefangen. Wenn jetzt ein fetter Barsch kommen würde oder auch ein Hecht. Ja, letzter Spot für heute. Ich würde gerne noch einen Zander fangen. Das wurmt mich auch ein bisschen, dass ich heute zumindest noch keinen masigen Zander gefangen habe. Hier bin ich gestern mal kurz gewesen, nicht lange. Hatte aber bei eigentlich fast identischen Bedingungen einen schönen Barsch gehabt und auch einen ziemlich guten Zander drauf und noch 2, 3 Bisse. Ich probiere es einfach, mal sehen, ob was kommt. Das ist auf jeden Fall auch mal ab. Nein! Oh, verdammte Scheiße nochmal. Der war nicht schlecht. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Warum verliere ich den? Ach Mann, ey. Das ist so bitter. Das ist sowas von bitter. Aber Haken war scharf, also alles cool. Daran kann man nicht sagen. Das ist... Fuck. I think it's a perch, but it's small. Should be a really small zander. That won't make it.
Oh, actually, if it's a perch, it will make it. If it's a zander, it won't. It's a small. Yeah, it will make it. First zander for me. I think it's 45. Maybe I'm overreacting, but let's check. Wow, look at that. It spitted out a crayfish. I guess creature baits will be working here as well. Wow, that's really cool. That's the first time that a zander spits that out. Let's see. I hope it will be 42. It will be really close actually. It won't make it. No, 41. Now we have to catch one that is approved. This one was really close, 41, but not long enough. So let's try and find Big Brother or Big Mama. Es läuft wirklich vieles nicht nach Plan. Aussteiger bei Henrik und Veit, Tons Zander ist zu klein und Herbert hat überhaupt noch keinen maßigen Fisch gefangen. So, letzte Stunde angebrochen. Ist immer noch der Hecht, der mir wirklich Sorgen bereitet. Aber wie gesagt, wir machen jetzt hier nochmal an den Kanal noch ein paar Meter und gucken, dass wir jetzt irgendwie noch diesen letzten Hecht kriegen, den wir noch brauchen, damit wir dann, wie gesagt, morgen anständig auf Barsch angeln können. In der Gruppe ist es auch echt still geworden. Jan hat ja echt gut gefangen. Ton hat heute Morgen mega gut gefangen. Veit hat 2 Fische bekommen. Ansonsten von Herbert hat man gar nichts gehört. Es scheint gerade überall nicht wirklich gut zu laufen. Und von Hendrik hat man auch schon Ewigkeiten nichts gehört. Also ich hoffe wirklich, dass die Zone morgen besser wird. Ich habe ganz große Hoffnung, dass da die Zander wieder durchdrehen und auch die Barsche. Ich werde jetzt hier noch die letzten 60 Minuten oder 50, je nachdem was es sind, durchangeln. Ich werde jetzt auf den Jig-Spinner wechseln. Einfach um noch zu versuchen, hier einen kleinen Barsch rauszuzuppeln. Wenn er nicht kommt, dann soll das einfach nicht so sein. Aber ich habe echt alles gegeben. We just saw some perch hunting in the surface actually, in the shallows. And I don't have my poppers with me, so that's really stupid. So I'm just going to try and catch them on jigs. I'm going to pick a lighter jig because it's really shallow actually. But they were definitely catchable. They were hunting, so I'll take a 3.5 gram jig head and a 7.5. And I'll start off with the 3.5. Maybe there's a big perch as well, you never know. Vielleicht ist das ein Barsch. Ist das ein Barsch? Das wäre geil. Wenn das ein Barsch ist, dreh ich durch hier. Es ist ein Barsch, Leute. Es ist ein Barsch. Ich werde verrückt. Es ist ein Barsch. Ist das geil? Jawohl, ein Barsch. Ist das schön. Kein Riesenbarsch, aber ein Barsch ist Barsch. Und im Wettkampf bringt er richtig Punkte mal 2. Und diese Fischart hat mir noch gefehlt. Da gibt es auch wieder extra Punkte für. Leute, das ist sowas von geil. Schönes Wetter, Sonne scheint. Und das ist Angeln beim YPC. So.
So, ich halte ihn einfach mal so fest hier. So. 31 hat er überschritten, also 31,6 sogar, aber ich nehme auch 31, komm. Extrapunkte gibt dieser Barsch zwar keine, doch 31,6 cm sind aufgerundet, 32 cm und bringen 64 Punkte. Mit 331 Punkten überholt Jan Thon und setzt sich damit kurz vor Ende des ersten Tages an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Ich habe 2 Kescher mit und der Köder hat sich in dem anderen Kescher verheddert und deswegen nehme ich jetzt den Kescher, um ihn zu releasen und er schwimmt weg. Oh, ist das herrlich. Oh, Leute, Endstand, ich sag euch das. Sowas geil. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, habe jetzt meine Zander voll, habe jetzt einen Barsch gefangen, jetzt fehlt nur noch ein Hecht. Also ja, besser kann es nicht laufen. Also bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich habe gar nicht die Zeit, darauf zu gucken in die App, weil ich bin so heiß zum Angeln. Und es macht einfach so viel Spaß. Ja, und ich mache weiter. Also geil, einfach nur geil. Let's see what's caught. Jan Pusch, a perch of 31 centimeters. 32. Okay, nice. That's a good perch. And he has 1 fish more than me. So that means I have to catch a zander, which I am trying already. So we'll see what happens. But that's a nice fish. Ja, Leute, der Barsch hat mich richtig nach vorne gebracht. Ich habe gerade gehört in der Gruppe, jetzt bin ich Platz 1. Also unglaublich. Gut, ich muss zugeben, alle anderen haben noch nicht so viel vielleicht gefangen und meine Fischgröße ist auch nicht so groß. Ja? Also ich muss noch kämpfen. Das Ding ist noch lange nicht im Sack und wir haben ja morgen auf jeden Fall noch einen Tag und der Tag ist ja auch noch nicht zu Ende. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl, auch mal vorne zu sein. Zumal ich im letzten Jahr ja sehr viel Pech hatte. Aber eins sage ich euch, heute wird rasiert und das ist richtig geil, Leute. Das ist endlich mal auch, ja, es macht einfach Spaß. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn die anderen auch ein bisschen was fangen, na klar. Ne? Also auch Herbert oder sowas, da habe ich glaube ich noch gar nichts gesehen. Ja, aber das kommt schon noch, der macht das schon. Ich kenne den Herbert, der wird schon noch zuschlagen mit großen Barschen. Oh, ich bin so froh über den Barsch. Ich bin so froh über den Barsch. Eben hier an dieser Metallwand kurz hängen geblieben und habe jetzt gesehen, dass die geflochtene dadurch ein wenig angeraut war und will jetzt auch natürlich auch nicht den letzten Biss, den ich jetzt hier vielleicht irgendwie in den letzten Minuten noch bekomme, verlieren, dass die Schnur reißt, ich den Fisch erstens nicht kriege und zweitens auch noch Minuspunkte bekommen würde. Von daher ja, lieber einmal neu knoten, sich die zu 1 Minute nehmen. Aber das gestaltet sich hier gerade nicht so einfach, weil man immer noch nebenbei ja, auf diesem schmalen Grat hier balancieren muss und aufpassen muss, dass man nicht reinfällt. So, alles wieder fertig. Schnell weitermachen. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Und ich muss auch noch ein Hecht fangen. So, einige von euch würden mich oder halten mich vielleicht für verrückt. Ich habe einen guten Spot, wo ich Barsch gefangen habe, wo ich Zander gefangen habe. 2 Zander, 1 Barsch. Aber trotzdem mache ich jetzt kurz vor Schluss noch einen Wechsel. Ich fahre zu einer Fähre. Da sind immer Barsche, weil ich brauche unbedingt noch einen Barsch. Das wäre mega, mega geil. Der Endspurt des ersten Tages ist angebrochen. Kann noch einer der Teilnehmer seine Startposition für den nächsten Tag verbessern? Es bleibt weiterhin spannend. Jo, die Zeit ist um. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass da nichts mehr kommt. Der Spot sieht vielversprechend aus. Ich habe jetzt mit den letzten Würfen noch hier alles gegeben. Natürlich absolut hechtsicher, weil hier jederzeit ein großer Hecht kommen kann. Es hat einfach nicht geklappt. Ich habe Hoffnung, dass es morgen viel besser wird. Ich kenne mich in der anderen Zone deutlich besser aus.
Die Buhnenangelei liegt mir deutlich besser. Die Barschspots kenne ich sehr gut. Und ja, das ist halt so in Holland, dass man nicht an Spots fährt und Fische fängt und das auch nicht Schlag auf Schlag. Auch hier gibt es Tage, die schwierig sind. Und dieser Tag war tatsächlich einer davon. That was it for me. The first day of YouTube Predator Cup. Overall, a really nice day actually. We did a lot of damage with the big pikes. We had 3 big pikes. So tomorrow we just need 1 zander and 1 perch. So nothing to worry about. We're going to get some drinks and some food because it's really warm and I'm starving and I'm really hungry. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Ziemlich ernüchternd heute der Tag. Mühe gegeben habe ich mir, aber fischmäßig war es schon sehr schlecht. Das einzige Positive ist vielleicht, dass ich schon 2 Fischarten habe. Ich hätte eigentlich schon sehr gerne 3 gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und wenn es dann schon so mies läuft, kommt halt noch Pech dazu. Jetzt bin ich hier noch mal in den letzten Spot gefahren und es kamen tatsächlich auch noch 3 Bisse jetzt in der einen Stunde. Einen hatte ich ja auch drauf. Der Fisch war nicht schlecht, ich habe ihn verloren. Ja, passt irgendwie so ein bisschen zu dem heutigen Tag. Morgen, das wird ein dickes Brett. Ich versuche es zu bohren. Es ist noch ein ganzer Tag Zeit, da kann ganz viel noch passieren. Drückt mir die Daumen. Für heute ist erstmal Feierabend. Jo, das war Tag 1. Hat gut angefangen. Gleich den Fisch weggemacht, vor dem ich am meisten Angst hatte, tatsächlich dem Zander. Da hatte ich das Glück noch, dass ich echt 2 schöne Fische gefangen habe für die Wertung. Dann hatte mich das Glück leider verlassen. Ein Hecht im Drill verloren, eben noch mal ein Biss verkackt. Aber das ist halt Angeln, ne? Man kann es nicht ändern. Mal ist ein Tag so, mal ist ein Tag so. Kann vielleicht sein, dass ich morgen den 1,20 Meter beim Barschangeln fange. Man weiß es nicht. Und ja, ich bin sehr auf morgen gespannt. Da kommt halt meine Disziplin, das Barschangeln, schön mit Rigs und Chatterbaits am Fluss angeln. Ich glaube, es wird sehr spannend. Ich glaube, es wird sehr spannend. Tag 1, eigentlich gut für mich gelaufen. Und ich habe die Zander gefangen. Ich habe einen Barsch gefangen auf jeden Fall. Der hilft mir unwahrscheinlich weiter, weil Barsche war so immer meine Schwierigkeit hier. Bisschen Glück auch dabei gehabt. Und morgen geht es auf jeden Fall auf Pikes. So, ich darf jetzt den letzten Wurf machen. Momentan schaut es sehr bitter aus für mich. 8 Stunden Angeln und dann zwei Kontakte. Einmal ist der Zander zu klar und einmal geht der Hecht, der vermutlich wieder weg. Also, ja, was will man dazu sagen? Meine Hoffnung ist halt, bei den anderen sind auch dabei, die wohl auch nicht gut gefangen haben. Und ja, so wie es auch ist bei einem Wettkampf mit 2 Tagen, jeder kann den Tag vom anderen kriegen. Das heißt, der, der heute gut gefangen hat, der kann morgen schlecht fangen und umgedreht. Mit denen, glaube ich, verabschiede ich mich jetzt. Vielleicht noch für morgen. Morgen in der Früh ist mein Plan, dass ich sofort auf Hecht angelt, weil in der Gruppe hat man gleich gesehen, die wo in der Früh auf Hecht, so wie der Ton oder die Jasmin, die haben dann gleich einen Hecht gekriegt. Also anscheinend ist die beste Zeit bei solchen Witterungsverhältnissen, wie wir jetzt haben, da gleich früh morgens. Und Zander sind immer wieder unterm Tag angekommen. Darum gehe ich auf alle Fälle morgen gleich auf Hecht bis Mittag und vielleicht klappt es ja da. Herberts Plan für morgen klingt erstmal gut. Ob er besser aufgeht als der heutige, bleibt natürlich abzuwarten. Klar ist, der erste YPC-Wettkampftag war ein verdammt schwieriger Angeltag, zumindest für die meisten. Jan geht mit 5 Fischen als Tagessieger ins Bett. Ton folgt mit 4 Hechten, darunter sehr gute Größen. Die beiden haben damit jeweils gute Ausgangspositionen für das Weiterkommen. Durch die insgesamt schlechte Fangausbeute sind jedoch noch alle Teilnehmer voll im Rennen um die 3 vorderen Plätze. Wer weiterkommt, seht ihr bereits in der kommenden Woche in Folge 3 am Freitag um 20 Uhr sowie Folge 4 am Sonntag um 18 Uhr.
Lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da. Und natürlich freuen wir uns immer über Support im Shop und neue Abonnenten. Macht's gut!